was für eine Nacht. Es hat richtig stark gestürmt. Ich bin ein paar Mal aufgewacht von dem Lärm in den Bäumen. Aber mein Platz war perfekt. Also das Zelt hat kaum was abgekriegt. Also es hat ganz bisschen mal geweht so, ne? Aber überhaupt nichts Dramatisches. Also ganz entspannt. Bin dann immer direkt wieder eingepennt. Also das war wirklich perfekt, dass ich hier aufgebaut habe im Wald. Denn auf irgendeiner Freifläche wäre dieser Sturm wirklich richtig beschissen gewesen. Jetzt erstmal was frühstücken und dann entspannt starten. Schöne Morgenstimmung. Es kommen immer noch ein paar Sturmböen durch. Also laut Wetterbericht soll es so bis 10 ungefähr noch gehen, aber es hat schon merklich abgeklungen. So die High Time sollte zwischen 0 und 3 Uhr sein heute Nacht. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich zwischendurch mal aufgewacht bin. Eigentlich echt gut geschlafen dafür, dass das Sturmjahr so ein kleiner Trägerpunkt für mich ist. Nee, also ich habe echt gut gepennt. Ich bin relativ früh, 21 Uhr, dann auch schon eingeschlafen. Die letzten Tage hatte ich irgendwie immer ein bisschen später erst gepennt. So richtig, also ich döse dann ein bisschen rum, dann wache ich wieder auf, döse ein bisschen rum, wache ich wieder auf. Aber gestern habe ich noch ein Kreuzworträtsel auf dem Handy gemacht und dabei sind mir schon die Augen zugefallen. Und dann habe ich das gar nicht mehr fertig gemacht. Bin ich sofort eingepennt. Ja, und dann bin ich auch erst irgendwann so mitten in der Nacht mal kurz aufgewacht, aber alles dann auch schnell wieder eingeschlafen. Und dann letztendlich 5:20 Uhr war ich wach. Da habe ich dann ein bisschen wach gelegen und dann noch mal eine halbe Stunde gepennt und ja. Ja, das hier wird jetzt so der letzte Blick auf richtige Berge sein. Heute gehe ich nochmal auf einen Berg hoch, der 1,9 hoch ist. Aber das ist schon fast 1000 Meter niedriger als das, wo ich gestern war. Und danach ist es vorbei mit Bergen. Nice. Ja, ich glaube, auf den Bergen war ich gestern noch. Das müsste da dieser Ridge sein. Und ich glaube, da so bin ich runtergekommen. Es ist so schön. Hinten sind ein paar Jungs Forstarbeit am machen. Die fangen auch früh an. Es ist gerade mal, glaube ich noch nicht mal 8 Uhr. Ja, und jetzt stehe ich hier einfach noch ein bisschen und genieße diese herrliche Aussicht zum letzten Mal. Tja, ist schon ein bisschen Wehmut auch dabei. Berge sind schon mein Wohlfühl-Place, sag ich mal. Auch wenn die ja eigentlich total lebensfeindlich sind, aber irgendwie reizt mich das sehr, dass man in so einer rauen, ja, gefährlichen, sage ich jetzt mal, Region ist, wo man wirklich sehr auf sich selbst gestellt ist, wo man auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine Ausrüstung sich absolut verlassen muss. Ja, wo man einfach jederzeit mit allem rechnen kann und muss. Das finde ich einfach spannend. Das ist für mich sehr viel attraktiver als in irgendwelchen, ja, ich sag mal, softeren Regionen unterwegs zu sein, irgendwelchen deutschen Mittelwäldern oder sowas. Ja, Berge. Und dann dieser Anblick von diesen Millionen Jahren alten Gesteinen. Herrlich. Aber jetzt ist es damit vorbei. Ich latsche jetzt noch da hoch. Und dann geht's bergab.
Aber sehr gespannt, wie sich die neue Landschaft entwickeln wird, wie sie sich mir zeigen wird, wie ich mit der Hitze klarkommen werde, wie es da mit dem Zelten aussieht. Das wird auch noch spannend. Aber vor allem freue ich mich auf den Moment, wenn ich das Mittelmeer sehe. Das wird, glaube ich, ultra episch. Ich glaube, man geht da um so eine Ecke und plötzlich sieht man es. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Das wird richtig krass. So, und die sind auch schon alle am Snacken hier, schön am Frühstücken. Ja, ich muss sagen, Kühe. Ich mag Kühe, aber dass die alles voll scheißen, das hat schon ein bisschen genervt. Kommst du da an so einem perfekten Spot an, wo das so ideal wäre zum Zelten. Flach, Wiese, wunderschöne Region, Wasser dabei und jeder Flecken Erde ist vollgeschissen mit deren echt brutal stinkender Scheiße. Ja, ich bin gerade da hochgestiefelt. Ich glaube, das war falsch. Also laut Karte, GPS, war ich schon richtig. Aber das ist ja auch nicht so genau. Ich wette, da irgendwo im Gebüsch ist ein richtiger Weg, den ich aber einfach nicht gefunden habe. Naja, ich bin jetzt gleich hier oben auf der Kuppe und dann werde ich wahrscheinlich den Weg wieder finden. So. Tja. Ich glaube, das ist es jetzt. Das ist der letzte Blick auf diese High Pyrenees. Herrlich. Und nochmal ein paar Kühe. Hier eine kleine Kälber-Crew. Na, was macht ihr so? Naja, okay, lassen wir die mal in Ruhe. Guck mal, die liegt direkt am Wegesmarkierungsdingspfahl. Ja, ihr kannst ruhig liegen bleiben. Ja, die sind doch ein bisschen scheu. Also sind jetzt nicht so 100 pro Menschen gewöhnt anscheinend. Naja. So, wo ist jetzt der Weg? Markierung ist hier ein bisschen schlecht. Hab mich gerade schon mehrmals verlaufen. So, und da ist der neue Blick. Das sieht voll schön aus, wie das da so leicht diesig ist. Aber man sieht schon, es ist wesentlich flacher auf jeden Fall. Also da ist ja nochmal so ein bisschen so eine höhere Spitze, aber sonst... Es ist so spannend. Ich habe das ja schon mal gesagt, wie schnell sich die Landschaft verändert hier. Also, wenn du durch Deutschland fährst, Niedersachsen oder so, sieht es 100 Kilometer gleich aus und hier... Also hier an der Stelle, wo ich stehe, ich gucke dahin und gucke auf diese fast 3000 Meter hohen Berge und gucke dahin in so Hügellandschaft, die aussieht ein bisschen wie die Eifel oder so. Das ist schon crazy. Yep, auf geht's nach Mollo. Ich hoffe, ich kann da einkaufen. Hier gibt es so winzige Foodshops. Aber ich brauche nur für 2 Tage. Ja, und ein paar Keksrollen wird es da wohl zur Not geben. So, ich habe gerade in Mollo zweites Frühstück gemacht. Oh, es war so lecker. So lecker. Besonders dieser Mandelkuchen, das ist irgendwie so eine lokale Spezialität. Sie hat mir den Namen gesagt, aber habe ich nicht verstanden. Tarte irgendwas. Komplizierter Name. Vor allem, wenn man nicht so gut Spanisch spricht. Also, ich kann mich schon so ein bisschen verständigen. Und sonst mixe ich es halt ein bisschen mit Italienisch oder Französisch. Hier sprechen die ja sowieso eigentlich Katalan, was eher dem Französischen ähnelt als dem Spanischen.
aber eine völlig eigenständige Sprache ist. Nichtsdestotrotz, was ich eigentlich sagen wollte, dieser Kuchen war richtig lecker. Richtig lecker. Es war auch echt ein großes Stück und sehr sättigend. Dazu noch das Schokocroissant und ein Käffchen. Jetzt bin ich richtig fit. Die nächsten, keine Ahnung, 30 Kilometer zu laufen. Nein, so weit laufe ich wahrscheinlich nicht mehr, aber naja, mal sehen. Ich habe schon noch ein bisschen was vor mir. Ich wollte eigentlich an so einem bestimmten Spot zelten, aber da scheint es jetzt kein Wasser mehr zu geben. Da gibt es normalerweise Wasser aus einem Regentank. Aber vor 2 Wochen hat einer bei Google Maps ein Bild reingepostet mit einem Schild, dass es da kein Wasser gibt. Ich nehme mal an, dass es da in der letzten Zeit zu wenig geregnet hat. Also vielleicht gibt es mittlerweile auch wieder Wasser. Ist ja schon 2 Wochen her, aber ich schätze mal eher nicht. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter noch gehen. Zumal das sowieso dann so bald schon wäre, dass ich es wahrscheinlich so um 16 Uhr oder sowas erreichen würde. Und da kann man ja ruhig noch 2-3 Stunden gehen. Je mehr ich schaffe, umso besser.